Mit einem knapp 2-minütigen Reveal-Trailer präsentiert uns Ein-Mann-Entwickler Buchwald viele neue Details aus seiner Interpretation eines würdigen Die Siedler-Spiels. Obendrauf hat er mir viele neue Details zum spannenden Projekt verraten, welche wir in den heutigen Explorer News Stück für Stück aufarbeiten. Ich konnte die verhaltene Kritik einiger Kommentatoren unter meinen Videos schon irgendwo nachvollziehen. The First Explorers macht den Eindruck, zwar stetig vorwärts zu gehen, aber jetzt, wo sich in wenigen Tagen die Zocker-Lounge Luxus-LAN-Party jährt und in ihre zweite Runde einbiegt, war der bisher bekannte Fortschritt dann doch überschaubar und ein möglicher Release irgendwann in der Zukunft gar nicht absehbar. Das ist aber auch Dev Buchwald nicht entgangen, der natürlich gut vernetzt auch eure Kommentare aus unserer kleinen Siedler-Bubble mitliest und deshalb jetzt vorab nochmal zum großen Rundumschlag ausholt. Denn neben zig neuen Gebäuden hat er in den letzten Monaten auch an vielen Mechaniken gearbeitet, die mittlerweile auch vorzeigbar sind und definitiv Bock auf mehr machen. Übrigens, falls ihr gerade zum ersten Mal in die Thematik Siedler-like mit The First Explorers einsteigt, ich berichte bereits seit über einem Jahr regelmäßig über diesen Titel, weswegen ihr zum einen unbedingt ein Abo für mehr da lassen solltet, wir aber auch alle bereits behandelten Themen wie Holzfäller, Steinmetz und Sägewerk hier ausklammern. Die Playlist findet ihr wie gewohnt unten verlinkt. Wie im Trailer gut erkennbar ist, hat man sich nun in gewisser Weise vom Ubisoft Siedler-like Hexcrit verabschiedet und lässt euch eure Gebäude frei gedreht in der Landschaft platzieren. Aktuell gibt es die Variante mit Hexcrit aber noch als optionale Option und soll dann in späteren Playtests auf dem Prüfstand stehen und gegebenenfalls auch komplett rausfliegen. The First Explorers verfügt aber auch über eine Straßenbaumechanik, welche später in 3 Varianten daherkommen wird. Diese soll aber nicht aufgezwungen sein und dementsprechend ebenfalls optional bleiben. Heißt, wer möchte, verzichtet aus Platzgründen komplett darauf, wer die Option nutzt, schafft Möglichkeiten, auf denen die eigenen Siedler ein bisschen schneller vorankommen. Wie im Vorbild des Die Siedler-Prototypen unter Volker Wertig bei Ubisoft werden in Wohnhäusern, die klassisch in 3 Varianten daherkommen werden, Gerichte für eure Betriebe hergestellt. Die Zutaten dafür werden an Marktständen eingekauft und dort wiederum vorher von euren Siedlern bei euren Fischerhütten oder Bäckern abgeholt. Ein Produktionsbetrieb wie zum Beispiel ein Sägewerk benötigt nach getaner Arbeit immer eine Pause, um sich wieder zu erholen. Durch gelieferte Gerichte lässt sich dieser Cooldown dann verringern und so ein gewisser Boost für das Gebäude erzeugen. Minen hingegen kommen klassisch mit den Grundnahrungsmitteln wie zum Beispiel Broten aus der Bäckerei klar, setzen diese aber auch zwingend voraus, um überhaupt an die Arbeit zu gehen. Und wenn wir schon bei Minen sind, Berge müssen vorab von Geologen inklusive Yippie auf Rohstoffe untersucht werden. Neue Siedler für eure kleine Siedlung erhaltet ihr übrigens auch, wie es ursprünglich bei Ubisoft mal angedacht war, über den eigenen Hafen. Ihr setzt nach dem Bau nach und nach neue Siedler über, welche zunächst nichts kosten und im weiteren Spielverlauf, um für eure Sache zu arbeiten oder zu kämpfen, erst Kupfer, dann später Silber und finally Goldmünzen voraussetzen, um die Reise anzutreten. Das ist aber, wie in älteren Explorer News bereits erklärt, nicht die einzige Möglichkeit, eure Bevölkerung zu vergrößern. Stichwort Karawanen. Erstmals sehen wir auch Mauern, die in mindestens 2 Versionen, also als Holzpalisade und als Steinmauer daherkommen werden. Palisaden bieten bereits einen guten Schutz und halten effektiv Diebe ab, lassen sich aber von Militäreinheiten mit Fackeln anzünden und sind hier also weniger effektiv. Steinmauern halten hingegen deutlich mehr aus und sollen sich dann sogar mit Bogenschützen bemannen lassen, kosten aber auch dementsprechend deutlich mehr. The First Explorers wird auch Formationen für eure Militäreinheiten anbieten, die sich RTS-mäßig direkt steuern lassen werden. Und da die Frage schon öfter aufkam, ja, ab sofort könnt ihr das Spiel auch aktiv unterstützen, indem ihr es sowieso erstmal auf Steam auf eure Wishlist setzt, aber jetzt neu euch auch auf Patreon der Sache anschließen könnt und so Buchwald auch finanziell unter die Arme greifen könnt. Die nächsten Explorer News werden dann am 3. November live von der Zocker-Lounge Luxus LAN-Party übertragen werden, in denen uns Dev Buchwald sicher auch mehr über die nun gezeigten Getreidefarmen und Windmühlen berichten wird. Und sobald es allgemein Neuigkeiten zum Titel gibt, erfahrt ihr es wie gewohnt in den Explorer News in eurer Zocker-Lounge.